Leider ist es in vielen Gegenden Deutschlands eben nicht normal oder nicht gern gesehen, schwul zu sein. Und da müssen sich Menschen tatsächlich immer noch verstecken, ihre Identitäten. Und das ist traurig, dass es so ist, aber vielleicht schöpft ja der ein oder die andere Mut durch uns. Wir stehen dazu, wer wir sind, unsere Ehemänner und alles, aber wir thematisieren das gar nicht, weil es nicht notwendig ist und wir haben ja null Negatives erlebt, ganz im Gegenteil, nur Positives. Zum Schluss haben vielleicht auch der ein oder andere Skeptiker gesehen, es sind Jungs wie du und ich von nebenan, mit denen man genauso feiern kann wie mit jedem anderen und da kriegt man die Akzeptanz drüber. Es ist immer ein enges Programm. Sehr, sehr stolz. Ich trage den Kopf nicht hoch, aber sehr stolz. Ja, also. Alles gut. Wirklich sehr, sehr emotional und wir freuen uns sehr darüber, über dieses einmalige Ereignis oder Erlebnis. Karneval immer, war bei uns zu Hause schon und auch in den Jugendgruppen, wo er war auch Karneval und ja, hat sich so fortgesetzt. Und ich selber habe es auch immer gemacht, also ist schon alles gut. Den Karneval, der Karnevalistische hat er von meiner Frau. Ich bin eher so heimatverbunden und bodenständig, aber das hat er auch, ja. Hallo. 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 Aber besonders diese Termine hier, genauso auch in Bahnhofsmissionen und vergleichbare Dinge, die berühren natürlich enorm. Und das hier hat ja ein Ausmaß, wenn man die zerstörten Wagen sieht, wenn man die Kinder sieht, die hier Gott sei Dank strahlen und den Kopf hochtragen und mit Freude uns auch diesen Tanz eben dargebracht haben. Der Karneval verbindet ja Kulturen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier sind, weil uns erhört man mit dieser Strahlkraft dieser Ornate. Und wenn wir das Wort ergreifen, dann merken wir schon, da kommen auch Reaktionen und hoffentlich können wir dann auch hier noch für mehr Unterstützung sorgen. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir freiheitlich-demokratische Mehrheiten finden und dass unser Land so bunt und vielfältig bleibt, wie wir das insbesondere hier in unserer Stadt Köln kennen, dass wir das als Zeichen nehmen, dass wir wieder auch mehr Herz, mehr Offenheit aufeinander zugehen, mit einem Lächeln aufeinander zugehen, wertschätzend miteinander umgehen. Ich glaube, dann haben wir in unserem Land eine ganze Menge schon gewonnen. Mit diesem Rucksack retten wir, können die Ärzte 5 Menschen das Leben retten. Von Westen bis Osten. Menschen damit die Ärzte gerettet werden könnten. Und ich sage euch, von der Bombe sofort tot sind. Deswegen machen wir das. Wir haben das hier, wir haben auch sogar hier so eine schöne Abteilung, wo die Schere dran sind. Bekommen. Wir hatten eben bei der Ukraine-Hilfe sehr, sehr emotionale Worte gehört, haben vom Tod und Leid hautnah berichtet bekommen, um dann keine 20 Minuten später in einen Saal zu gehen, der Kopf steht, wo die Leute wild ausgelassen, fröhlich feiern. Das macht schon was mit einem, aber das ist halt der Karneval, der halt verbindet. Und Karneval ist nicht nur, sage ich mal, viel Alkohol, sondern Karneval ist auch Ehrenamt, Karneval ist Unterstützung, Karneval ist bunt, wie das Leben. Der Kölsche Fasteleer ist die größte Friedensbewegung der Welt. Wir bringen 1,5 Millionen Rosenmontag auf die Straße. Die feiern alle friedlich für den Frieden, für die Demokratie, für das Bunte im Karneval. Besser geht das nicht. Und deshalb kann man das auch schaffen, emotional diesen Spagat auch zu machen.
Prinz René, der erste René Klöber. Das Ornat ist unfassbar, weil es hat eine wahnsinnige Strahlkraft, Gott gegeben. Und die wird jedes Jahr anders gefüllt, anders mit Herz und Verstand gefüllt. Das ist auch gut so, aber die Strahlkraft dieses Ornates, das erlebt ihr heute auch, egal wo wir hinkommen. Auch dadurch hört man uns zu. Das macht unfassbar viel aus. Aber ich bin abends froh, tatsächlich aus 20 Kilo Stoff und Tüll raus zu dürfen. Denn es ist nicht gerade kühl darunter.